Guten Morgen, wir sind Knut und Christina. Herzlich willkommen in unserem Gutshaus. Ja. Kommt rein. Komm rein. Das hier ist jetzt unser Gartenzimmer. Also ich weiß nicht, wie viel das mit Garten zu tun hat. Christina, die mag ganz gerne Dinge aus der Natur, die sie dann halt mit ins Haus reinbringt. Das Ganze geht auch zurück zur Zeit der Aufklärung oder Barock, diese ganzen Kuriositätenkabinette. Es ist schon, dass das eine Faszination ist mit der Natur und mit den Dingen, die die Natur halt geschaffen hat. Und das ist auch in einer langen Tradition, dass das in solchen Häusern immer solche Kuriositätenkabinette halt gegeben hat. Ja, da habe ich meine explodierte Ratte. Knut ist nicht so begeistert für ihn. Ich finde es spannend, weil er sieht mehr aus als ein Kunstwerk als eigentlich ein Tier. Ja, ist ein bisschen skurril, ja. Ja, das ist, und darf ich sagen, Knut hat immer noch Angst, wenn irgendwann er ist nicht mehr hier, dass er wird hier. Nachher stehe ich hier auch neu ausgestopft, das kann vielleicht auch irgendwie der Fall sein. Ja, was halt noch relativ skurril und auch recht präsent in diesem Raum ist, das ist ein Kriegerkostüm von einem Stamm namens der Bambara am Niger in Mali. Wir sind in einem norddeutschen Gutshaus, aber passt hier vielleicht nicht ganz rein. Aber ich finde die Ästhetik eigentlich ganz interessant. Die kleinen Pakete, die da dran sind, das sind sogenannte Gris-Gris, Voodoo-Pakete, die quasi dort eingepackt wurden. Aber der Stamm der Bambara, die haben halt dort in Mali um 1850 halt regiert. Das heißt, ich glaube, sehr viel Leben ist in den Paketen nicht mehr drin. Also das hier ist mein Arbeitszimmer. Das habe ich halt mal in beschädigt und kaputt halt erworben. Ein Freund von uns, der macht mit Urushi-Lack diese Kintsugi-Geschichten. In Japan macht man das auch teilweise mit Gold, aber hier fanden wir eigentlich die Beschädigung mit Schwarz. Das hatte so ein bisschen was Grafisches an der ganzen Vase. In Japan ist es halt so, dass jede Narbe oder jeder Kratzer oder graue Haare, die man bekommen hat, sind immer ein Zeichen von einer Erfahrung, die man halt gehabt hat. Und so ist das halt auch bei Gegenständen. Die Erfahrung muss man nicht verbergen und die haben dann auch natürlich wieder eine Bedeutung. Erfahrung ist auch Weisheit und Weisheit ist auch eine Schönheit. Das ist ein Kompliment, wenn man sagt, eins sieht alt aus. Ja. Ja. Ja, das Schöne ist natürlich überhaupt diese ganzen Konzepte der Imperfektion, die ich halt auch immer kultiviert halt habe, weil ich da halt gehofft habe, dass meine Frau mich dann auch besser mag. Quatsch. Ja, wir sind jetzt hier in unserer Küche. Unsere Küche ist so ein bisschen das Herz des Hauses. Der Tisch, der kommt aus Hamburg. Das war ein Weinetikettierungstisch einer sehr, sehr alten Weinhandlung. Das Ding, das lag hier noch drin. Das ist zum Brandmarken von Weinfässern und so weiter und so fort. Und wenn man hier guckt, das war genau die Brandstelle, wo das irgendwie irgendeiner mal... Aus Versehen. Ja, und dann weiß ich nicht, was da noch für schräge Sachen halt hier gibt, außer uns zwei beiden. Das ist halt ein sehr, sehr interessantes und altes Stück. Das Ding hat schon 500 Jahre auf dem Buckel. Und zwar ist es ein gotischer Schrank. Und das ist quasi die Erfindung des Schrankes. Also eine sehr, sehr große Erfolgsstory. Aus einer Truhe halt entstanden. Und man kann das auch noch sehen. Vielleicht ist irgendwie mal von einem Wagen jemand eine Truhe runtergefallen und dann stand die halt so. Und dann haben die gesagt, das ist ja ganz praktisch. Das ist Triglav, das ist eine dänische Docke, ein Grand Danois. Hallo? Sag mal hallo. Hi. Hallo. Ja, und wir haben noch einen zweiten davon, das ist Svanevit. Svanevit, komm mal her. Komm mal her. Sag mal hallo. Ja, alles gut, alles gut. Ja, ja. Oh. Also hier, das ist Triglav. Okay, also kan vi gå i kurven. Ja, nu kan du wieder Ja, hinlegen. und dann ins Korb. Ja, Komm. fein. Komm, Triglav, i Op i kurven. kurven igen.
Ja, also hier in Mecklenburg-Vorpommern gibt es halt viele Häuser, die sich als Schloss halt bezeichnen. Es gibt einige, die sagen Herrenhäuser, Gutshäuser und so weiter und so fort oder Burg. Bei uns ist das halt eigentlich, also die richtige Bezeichnung wäre ehemaliges Gutshaus. Gutshäuser haben halt eine Verwendung meist in der Landwirtschaft halt gefunden. Also das heißt als Hauptgebäude eines landwirtschaftlichen Betriebes. Das haben wir ja nicht mehr. Also wie das Haus jetzt steht, ist von 1690 mit den Flügeln. Die Keller sind hier mittelalterlich und einige der Innenwände sind wohl auch mittelalterlich. Wir wohnen hier seit 2010 mit unser zweites Kind ist geboren. Und heutzutage wohnen wir hier, Knut und Christina, 3 Kinder, ein Au-pair und 2 schlafende Hunde. Und ein Kater, was wir haben im Wald gefunden. Bei uns ist die Kasse häufiger leer, als dass sie voll ist. Und es ist auch, wir haben sehr, sehr viele tiefe Phasen halt durchlebt. Und das ist alles immer nicht einfach. Aber das hat uns viel Erfahrung gegeben und das hat am Ende hat das auch, man kann das auch, das war immer getestet oder geprüft und wir sind zusammengeblieben. Ja. Das ist meine Familienwappen. Ja, also Christina, die kommt ursprünglich aus Kopenhagen und ich habe mal in Kopenhagen halt studiert und dann habe ich Christina mitgebracht. Eigentlich sprechen wir meist Dänisch miteinander. Hier im Haus und miteinander. Wir sind in einem von unseren 4 Gästewohnungen hier im Gutshaus. Irgendwo ein Stück Holz in der Natur kann so viele Gedanken oder Fantasien triggern. Christina geht raus und schleppt alle möglichen Äste rein und schleppt Hopfen mit rein. Weinblätter im Herbst und dann guckt man, wie die trocknen und dann guckt man das an. Und wenn das klappt, dann ist es wunderbar und wenn es nicht klappt, dann riecht's. Dann kann es wieder raus. Es kann auch sein, dass es am Ende war nur eine Idee. Es ist schon so, dass du halt ja auch eine Anerkennung halt für findest und dass es auch schon eine Anerkennung ist, die dort dann auch sich in internationalen Publikationen zeigt. Das ist natürlich auch wiederum eine Sache, die Christina wahrscheinlich weniger spannend findet als ich, dass dann halt das Haus vor uns irgendwo ein Haus in Schweden halt ist. Und das Objekt danach in der Nähe von Beijing. Christina mag das halt immer nicht und Christina sagt unseren Gästen immer nur, ich bin Putzfrau. Und das ist kein Schauspiel, aber ich bin, also das ist wirklich, wirklich schwierig für mich. Darum habe ich Knut. Den Manager. Ja. Badezimmer oder auch Toiletten aus England. Das ist doch schön mit so einer gusseisernen Badewanne. Das ist ein von den letzten, was es in Europa produziert. Ja, also hier geht das jetzt zu uns nach oben. Das ist wie so eine kleine Tür in eine andere Welt und alles noch ein bisschen provisorisch. Wir sind noch am Arbeiten, aber nichts hält länger als ein Provisorium. Soll ich mal vorgehen? Ja, gehst du vor, dann komme ich. Ja, das ist natürlich ein bisschen eine andere Welt als die Welt, die wir da unten halt haben. Das ist eigentlich auch ganz schön so für unsere Kinder, dass man halt einen Rückzugsort halt hat. Die Kinder darf 4 Kinder sein, die können auf die Wände malen und rumhüpfen. Das Ganze geht noch weiter nach oben. Also oben haben die da ihre Autobahnen, das Spielzeug und alle möglichen Bücher. Als wir es geplant haben, war halt natürlich die Sache schon so, dass wir gesagt haben, wir wollen auf den Dachboden ziehen, aber auch noch, dass man sieht und dass man merkt, dass das ein Dachboden ist. Das
ist oft ein Problem mit Firmen. Also es gibt einige, die haben einen zu sehr perfektionistischen Ansatz und gerade der perfektionistische Ansatz ist bei uns halt nicht so ausgeprägt. Ich finde es gerade schön, dass man Reparaturstellen sieht, dass man sieht, wo Fehler gewesen sind, dass man den alten Dachstuhl noch erkennen kann und dass wir das einfach angepasst haben an unsere Bedürfnisse oder in diesem Fall die Bedürfnisse auch von unseren Kindern. Hier kann man vielleicht kurz gucken, das ist der jüngste. Das ist, ich glaube, der bunteste Zimmer im das ganze Haus. Und am meisten Plastik. Die Zimmer von den anderen Teenagern, die zeigen wir mal nicht. Das hier ist Ja, unser Rückzugsraum. ein Freund, was ist Bildhauer, hat das hier kreiert für uns. Und das ist auch schön mit diesem ein bisschen Moos noch drauf. Wir hatten tatsächlich einmal in einem Balken so einen Holzkäfer, irgendwie so eine Richtig. Nagegeschichte. Das war da in die Ecke. Und der hat dann da irgendwie... Unglaublich, wie so viel Lärm so ein kleines Monster machen kann. Und wir haben das rausgesägt, das hat weitergeknabbert, das hat gar nicht aufgehört. Ließ sich nicht beeindrucken. Nein, da habe ich das zu die Frauen gegeben, aber die Frauen war sehr skeptisch für diese blasse Wurm. Naja. Und jetzt ist Ruhe. Das Dach ist die einzige Maßnahme, wo wir auch mal in den Genuss von Förderung halt gekommen sind, gemeinsam mit dem Denkmalamt und danke EU. Und das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und wir hatten uns auch unsere gewissen Vorstellungen, aber das ist jetzt nicht, dass wir das gemacht haben, sondern das waren dann die fleißigen Handwerker. Das sind eigentlich auch Metallfenster. Thermo. Und isoliert. Teilweise musste noch was aufgedoppelt werden. Dann gab es eine Verschalung hier. Und dann gibt es eine Dämmung, 30 Zentimeter so um und bei, die hier drauf liegt. Und dann halt noch mal eine Lattung und eine Konterlattung. Und darauf kommt dann am Ende die Dachkonstruktion. Also das war schon sehr, sehr kompliziert. Das kann so einer wie ich selbstverständlich oder wie wir. Da hat schon ein großes, gutes Team dran gearbeitet. Wir sind sehr gastfreundlich. Ich glaube, unser Haus fühlt sich mehr als ein Bahnhof, das als eine Bahnhofskneipe. Nein, wie oft dann auch, wenn Leute vorbeifahren, also Freundeskreis, was uns kennt, und dann halten sie kurz an und gehen rein. Und die wissen auch, wenn wir haben keine Zeit, dann sagen wir das. Aber meistens ist es immer Zeit für einen Kaffee, ein Bier oder plötzlich die Leute, was hat Interesse. Und manchmal haben wir mehr Zeit, manchmal weniger. Aber wir sind gastfreundlich. Ich glaube, das können wir sagen. Unsere Tür ist immer offen. Eigentlich ist gerade die Imperfektion so schön. Also eigentlich ist es auch gerade das, was dann fasziniert. Also wenn alles gleich ist, ist es langweilig. Muss eine Sache immer neu sein? Ist es nicht manchmal auch besser, wenn man einen Gegenstand halt hat, der schon immer mal wieder genutzt wird? Das eigentlich in unserer Gesellschaft wir manchmal zu sehr nach irgendwie einer Perfektion halt streben und dass das andere ja auch alles funktioniert und dass wir manchmal zu sehr für die letzte Meile dann einen riesigen Aufwand halt betreiben. Das war die Roomtour durch unser Gutshaus. Wenn euch noch mehr spannende Objekte interessieren, dann abonniert doch einfach den Kanal oder schaut hier rein. Tschüss, tschüss.